The Old Danube is a unique recreation area. For the citizens of Vienna, it is one of the most important local leisure areas in the middle of the city. The Old Danube is situated in the municipal districts of Floridsdorf and Donaustadt. Some 30,000 people live within a 1-kilometer radius. Until 1870, the Danube River near Vienna was almost entirely unregulated and ran through a wetland area that spanned a width of several kilometers. The river sought its path through the wetland, resulting in changing riverbeds and continuous relocations of the river's arms. In the 19th century, the Old Danube was the principal arm of the Danube. High water often led to major flooding in the district of Leopoldstadt near the city center. In 1830 and 1862, devastating floods occurred and led to the Danube Dig, the first regulation of the river. Since then, the Old Danube has no longer been connected to the Danube. Instead, it is now a 1.6 square kilometer urban lake, which has remained a popular recreation and bathing area. It contains around 3.7 million cubic meters of water and has an average depth of 2.5 meters. A naturally narrow section in the center divides the Old Danube into two large basins: the Upper Old Danube and the Lower Old Danube. An island in the Lower Old Danube provides space for the largest lido in Europe, the Gänsehäufel. As it is just a short underground ride away from the city center, more than 1 million bathers visit the Old Danube every year. But the 8-kilometer-long urban lake is also a valuable habitat and vitally important for animals and plants. In order to develop and protect the urban lake in the long term, the City of Vienna Municipal Department 45 Water Management launched the Projekt LIFE Alte Donau, which is funded by the EU. The set of measures of the municipal department aims to sustainably maintain and improve the green oasis and leisure area for future generations. Die EU hat ein Förderprogramm, das nennt sich LIFE und jetzt LIFE Plus, wo sie ökologische und ökonomisch Vorzeigeprojekte fördert mit bis zu 50%. Da beteiligt man sich dran. Es dauert über ein Jahr, wo man ein Projekt der EU vorstellt. Es gibt so gewisse Kriterien, nachdem man das einreicht, nachdem es ausgesucht wird, und wir sind halt auserkoren worden und bekommen eben bis zu 50% Förderung für die Maßnahmen, die wir hier vorhaben. Und das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge der EU ist, dass man sagt, das ist nicht nur ein Projekt, was für die örtlich, also für Wien wichtig ist, sondern ein Projekt, was für die gesamte EU eine Art Vorzeigeprojekt ist und ein Projekt ist, was andere auch nachmachen können. Und darauf legt sie Schwerpunkt. It is important in order to avoid what happened in the 90s. In den 90er Jahren ist die Alte Donau gekippt. Das war in der Vergangenheit einfach so, dass man das Gewässer, so wie es ist, genützt hat, dass man dumm gebaut hat, dass man gebadet hat, dass man sogar seine Abwässer hineingeleitet hat, dass man daneben eine Mülldeponie hatte und einfach nicht darauf geachtet hat, was braucht ein Gewässer, was ist notwendig, damit so ein Naturlebensraum wie die Alte Donau ist auch so erhalten bleibt. At that time, the water of the Old Danube contained too many nutrients. As a result, floating planktonic algae reproduced rapidly, causing important underwater plants to die off. Das war in diesem Fall so, dass es innerhalb weniger Monate
wirklich zu einer in dem Fall roten Brühe geworden ist. Rotbraun hat das ausgeschaut, weil eben diese Schwebalgen so explosionsartig da waren. Und das Gewässer war ökologisch tot. It took a lot of effort to save the old Danube and turn it into what it is now, a functioning water habitat in the middle of the city. However, risks remain. The number of water sports enthusiasts and swimmers is ever increasing, as well as building development. Dazu kommt der Klimawandel natürlich, das heißt immer heißere Sommer, immer trockenere Winter. Und das setzt dem Gewässer zu. Und damit das nicht passiert wie in den 90er Jahren, sollen einfach diese Maßnahmen helfen. A set of measures with various objectives at different sections of the old Danube. For example, the development of the riverbank Donaufeld. 20 new base, stairs and reed beds in the water were created. Durch die sehr intensive Nutzung, schon über mehr als 150 Jahre, haben wir sehr viele Uferbereiche, die hart verbaut sind. Und im Rahmen des LIFE-Projektes versuchen wir, wieder mehr natürliche Strukturen auch in diese Uferbereiche zu bringen. Wir haben insgesamt etwa 25% naturnahe Ufer derzeit und das Ziel wäre, diesen Anteil auf etwa 1/3 der Uferlänge zu erhöhen. Wir haben dort eine Kombination aus Maßnahmen, wo wir die Stiegen und Zugänge zum Wasser erneuert haben. Es wurden Bereiche für Badegäste geschaffen in den steilen Ufern, sind so Liegeflächen gebaut worden, um die Badenutzung etwas zu erleichtern. Und gleichzeitig haben wir aber versucht, eben auch naturnahe Bereiche in diesem Abschnitt unterzubringen. Und zwar passiert das in Form von Vorschüttungen, die mit Schilf- und Röhrichtpflanzen bepflanzt werden und die das Ufer ein bisschen abwechslungsreicher gestalten sollen. Das ist nicht nur eine Maßnahme fürs Landschaftsbild, sondern auch natürlich eine ökologische Maßnahme, die vor allem für Jungfische und Amphibien geeignete Lebensräume bieten soll. The declared aim is to expand the near natural riverbank areas of the old Danube to 1/3 of the entire riverbank length in the long term. Also es gibt für so ein Gewässer kein Allheilmittel, wo man sagen kann, das machen wir und dann funktioniert's. Sondern es gibt eben sehr, sehr viele Dinge, wo man ansetzen muss, die in Summe dann dazu führen, dass das Gewässer einfach sicherer, stabiler und einfach so dann so Hitzeperioden wie im Sommer überwinden kann. These measures are carried out on the riverbank, in the surroundings of the old Danube and in the water itself. The plants of the old Danube aren't exactly loved by swimmers, however. Weil nach dem Zusammenbruch in den 90er Jahren hat sich eben eine Wasserpflanze zu über 90% etabliert. Das ist eben dieses Myrophyllum spigatum, dieses lang wachsende, dünne Wasserpflanze, die vor allem an der Oberfläche sich ausweitet, wo wir eben bei den Badenden und bei den Bootsfahrern so Probleme haben. Und das hat man in einem natürlichen Gewässer, jetzt, wenn man es eben unbeeinflusst hat, eben nicht. Das funktioniert zwar gut, aber wie bei einer Art Monokultur, wie im Wald, ist das halt anfällig. Deswegen ist auch eines dieser Projekte in LIFE, dass wir versuchen, diese Wasserpflanzenvielfalt zu erhöhen. Man versucht, dass man niederwüchsige Alternativpflanzen oder andere Wasserpflanzen hier etablieren kann. Das ist zum einen, dass wir beim Mähmanagement schauen, dass wir Bereiche wirklich so abmähen, dass bis zum Boden Licht kommt, dass einfach unten andere UV-Licht brauchen wir halt dazu, hier aufkommen können. Und zum anderen setzen wir auch gezielt Wasserpflanzen. Hot summers are hard on the urban lake. The pH level needs regulation, without chemicals, naturally. Zukünftig, und das ist ein Projekt bei der
beim EU-LIFE-Projekt, ist, dass wir einen Biofilter im Norden, im Wasserpark bauen, der das Wasser der neuen Donau aufbereiten soll für die alte Donau. Das heißt, es wird durch kalkhaltiges Gestein durchgeleitet und dadurch auch ein Calciumpuffer in die alte Donau geleitet und dadurch nämlich über das ganze Jahr hin so ein Calciumspeicher aufgebaut wird und dadurch eines der kritischsten Dinge, die derzeit bei der alten Donau ist, Abhilfe geschaffen wird. Hinter mir sehen wir die Baustelle vom sogenannten Bodenfilter. Der Bodenfilter erfüllt den Zweck, dass man Wasser hier einleiten kann aus der neuen Donau. Das Wasser wird über diesen Bodenfilter gefiltert, mit Calcium angereichert und dann wird dann entweder in den Wasserpark oder direkt in die alte Donau abgegeben. Der Bodenfilter hat eigentlich zwei Hauptfunktionen. Das eine ist die Kalkbeigabe, also Kalkaufstockung in der alten Donau. Die zweite ist aber auch, dass man aus dem Dotationswasser, also dem Wasser, das man aus der neuen Donau in den Bodenfilter schickt, möglichst noch zusätzlich Nährstoffe entziehen möchte. Es ist zwar so, dass das Wasser in der neuen Donau ohnehin schon sehr wenig Nährstoffe hat. Man will aber möglichst noch weiter herunterkommen mit den Nährstoffkonzentrationen, also vor allem Phosphor. Phosphor ist ja in der Regel der Minimumfaktor, also der bestimmende Faktor für das Pflanzenwachstum. Und da versucht man eben möglichst weit nach unten zu kommen und keine zusätzlichen Nährstoffe in die alte Donau einzubringen. In dieser Hinsicht ist es ein echtes Pilotprojekt und eine Neuerung und es hat auch einen gewissen Versuchscharakter natürlich, weil es für solche Anlagen in diesem Bereich eigentlich keine Erfahrungen bisher gibt. Many measures on the riverbanks concern the tree population around the old Danube. A water body does not only need to work ecologically, it is also a cultural property and thus needs to be preserved. Wir haben zum Beispiel sehr viele Schwarzpappeln und Silberpappeln und Weiden hier gepflanzt, also Ufergehölzer, um diese Baumkulisse zu erhalten, Schatten zu geben auch dem Gewässer. Measures were also taken regarding the reeds. Der Schilf ist ja wahnsinnig wichtig, weil es ein Puffer ist für die alte Donau. Es speichert und es ist auch ein Temperaturausgleich, es ist für die Fische und für die Lebewesen wichtig. Nur der Schilf hat eine Besonderheit, es bildet den Boden um in Richtung Wald. Das heißt, Schilf stirbt ab, die Pflanzenreste fallen zu Boden und das wird zur Erde. Und so entwickelt sich eine Schilfzone, wächst eigentlich aus dem Gewässer heraus und wird dann irgendwann Wald. Bei der alten Donau ist es halt so, dass wir das Gewässer erhalten wollen und das sind halt fixe Grenzen für das Gewässer und wir haben auch einen begrenzten Schilfbestand. Das heißt, wir wollen, dass der Schilf da ist, weil er ja gut ist, aber er halt diese Verlandungstendenzen im Endeffekt irgendwie hintanhalten, zurückdrängen. Wie macht man das? Das macht man so, dass man in einem Schilfbreite Zugänge gräbt, beziehungsweise auch quer zum Gewässer kleine Gräben gräbt, wo dann das junge Schilf wieder aufkommen kann, aber wo dann im Endeffekt Erde weggenommen wird. Some measures of the EU project LIFE Plus will remain unnoticed by the many guests of the old Danube. Others are aimed at attracting their attention. 6 new boards and 20 information columns form a system that guides visitors some 13 kilometers around the old Danube. An additional smartphone app provides information about the old Danube, its colorful past, water engineering measures, and rich diversity of plants and animals. For example, about the beaver, which lived here in the past and has now returned. It is a part of the water environment and diligently helps shape it. By building its lodges, it provides a basis of existence for numerous other species in and on the water.
But the project also provides many benefits for people looking for rest and relaxation. At the upper Old Danube, the Arbeiterinnenstrand provides a new extensive natural sunbathing lawn. Also das ist, seit die Alte Donau entstanden ist, das erste Mal, dass wirklich so ein Bereich überhaupt, noch dazu in der Größe, der Öffentlichkeit zurückgegeben wird. Weil in den letzten Jahrhunderten ist immer nur was weggenommen worden, aber es ist nie wirklich aktiv was zurückgegeben worden. Und das haben wir geschafft. Festivities for the citizens of Vienna. On Biodiversity Day, the Municipal Department for Environmental Protection in Vienna raises awareness of the diversity of the environment around the Old Danube. Die Alte Donau ist so naturnah, so viele Arten gibt es hier, da könnte man es machen. Wir haben das auch gern gemacht und haben in dem Zug einfach die Öffentlichkeit informiert über die vielfältigen Naturlebewesen, die es hier gibt, die verschiedenen Arten. Und da gab es im Kaiserwasser auch einen Stand von uns und da konnte man sich über die verschiedenen Arten informieren. Da gab es Experten von uns, die beraten, die den Leuten gezeigt haben, schaut, das ist hier besonders, das sind die Arten, wie leben sie, was brauchen sie. Gab es eine Schnorchelrunde, wo man auch mit den Experten dann gemeinsam im Wasser schnorcheln konnte und Fische und Pflanzen sich anschauen konnte. Eine Bootstour gab es da, wo man eben mit dem Boot auf das Gewässer gefahren ist und dann auch Informationen bekommen. Also es ist einfach die Information über die vielfältige Natur auf der Alten Donau. A set of interdependent measures of the EU Projekt LIFE Plus ensures that people can use the Old Danube without interruption and that they can swim and enjoy their leisure time as well as the beauty of the Old Danube. The magic word is integrative water management. The aim is to implement measures within a particular domain, together with everybody in the local area, and to have several measures leading to a common objective. Es geht darum, hier in einem Bereich etwas umzusetzen mit allen, die im Umkreis sind und von vielen Maßnahmen etwas zu schaffen, was gemeinsam zu einem Ziel führt. Das Ziel hier ist klar, wir wollen eine stabile und sichere Alte Donau, die eben so Krisen aushalten kann. Und das geht halt nur mit einem Bündel von Maßnahmen, die ineinander greifen, die integrativ sein müssen, eben am Wasser, am Ufer, an den Pflanzen, auch bei den umliegenden Gewerbebetrieben, bei den Bürgern, die hier baden gehen. Weil wenn die sich richtig verhalten, eben ihren Müll nicht einfach liegen lassen, eben sich zum Beispiel nicht unbedingt, wenn sie sich frisch eingeschmiert haben, mit Sonnenöl gleich einhauen oder bei den Bädern sich duschen gehen vorher. Wenn die das machen, dann geht es einfach dem Gewässer besser. Und dazu muss man Informationen machen. Man muss den Leuten wirklich sagen und wirklich jeden permanent, du schau her, das ist was Tolles. Du musst darauf achten, das funktioniert so, das sind Fische, das sind Pflanzen, das sind natürlich Uferbeine, bitte zerstör sie nicht, bitte schau drauf, dann wird es auch für deine Kinder morgen so ein Gewässer geben. If that is the case, the Old Danube doesn't need to shun comparison with famous Austrian lakes. Wenn man es vergleicht mit anderen Seen, liegen wir hier unglaublich gut, weil wir mitten in der Stadt sind hier. Und wenn man es zum Beispiel vergleicht mit einem Wörthersee, dann muss man sagen, dass die Sichttiefen, die wir hier haben, besser sind als am Wörthersee. Dass wir von den überhaupt Wasserqualitätswerten hier spitze sind. Also Sie können es wirklich vergleichen mit meinem Mondsee, mit einem Attersee, eben Wörthersee. Also, und das mitten in der Stadt, ich sage immer, das ist sensationell, weil die Beeinträchtigungen sind da. Und sind viel, viel stärker als bei allen anderen diesen Seen, die noch dazu größer sind, wo es auch mehr Puffermöglichkeiten gibt. Und trotzdem ist bei uns die Wasserqualität sensationell, gute Sichttiefe, pH-Wert, Temperatur, also traumhaft.